Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den schönsten Spezialgast, den man auf diesem Planeten haben kann, Dana Rolle. Achso, ich habe dich hier mit dem Bildschirmbild verwechselt. Da ist sie. Naja, ich habe gehört, bei 100.000 Abonnenten treffen wir uns endlich unsittlich. In der Mitte vielleicht sehr unsittlich sogar. Es muss auf jeden Fall noch jugendfrei bleiben, weil YouTube uns sonst hier alles sperrt. Ich höre den Mopsi irgendwo rumknattern, aber ich weiß nicht, wo er ist. Achso, unterm Tisch vor mir. So, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt ein paar schöne Tage, gerade hier bei diesem schönen, fantastischen Winterwetter, auf das wir ja alle stehen. Ist gelogen, ich nicht. So, wir haben hier die kleine Version, die kleinen Brüder. Die kleinen Brüder von BTS. Die kleinen Brüder von BTS, und zwar TXT. Hier ganz frisch mit Magic Island. Nice, ich bin gespannt. Also mir wurde das Video auch zugeschickt. Und mir wurde dabei auch mitgeteilt, dass es mehr wie ein Kurzfilm ist, als ein richtiges Musikvideo. Also es hat auch die Musik, aber es hat so einen Kurzfilmcharakter. Okay, das wird die 13 Minuten 34 schon mal erklären. Dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Ich auch. Ach, wie ich dieses Intro vermisst habe. Können wir uns zurücklehnen oder was? Mach ich mal so rum, wenn es schon so lang geht. Oh, cute. Tomorrow together. TXT. Das ist halt so, da siehst du schon wieder, wie durchdacht die einfach sind, nur von dem Design der Schrift hier und der Typo, der ganze Stil. Das ist so, guck mal, TXT, das ist wieder so on point. Die Bäume haben Gesichter, siehst du? Oh, krass, das ist mir gerade nicht aufgefallen. Section 1. Achso. Ja, es steckt wohl so eine richtige Story dahinter. Oh. Richtig Filmsound. Oh. Nice. Wieso ist das nicht untertitelt? Streicher, ne? Und so ein schönes Tasteninstrument, sehr schön. Wahrscheinlich, ne? Boah, ist aber mega schön, ist richtig Film, Alter. Oh mein Gott. Oh, ich hab grad Gänsehaut bekommen. Also alle, die das jetzt nicht mit Kopfhörern gehört haben, spult zurück, packt eure geilen Kopfhörer aus, die unten verlinkt sind. Ja, definitiv. Und hört es bitte nochmal, das war heftig. Das war richtig krass gerade. Oh mein Gott, wie Kino, ey. Ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen. Das war diese Stelle. Boah, das ist on point tontechnisch, Alter. Oh, Sounddesign. Ja, das ist ja voll der Film. Ich bin so gespannt, oh mein Gott. Oh. Oh, ja. Ist das schön. Ah, wieso haben die das nicht untertitelt? Das nervt mich jetzt. Wir werden doch nichts verstehen. Ja, krass. Ich würde sagen, die ganzen Ambient-Geräusche, auch während sie drin sind, sehr detailliert. Auch wenn das Licht vorbeigeht und so.
Das ist ja alles nachträglich, sind diese Sounds eingebaut. Ich mache sowas ja auch beruflich. Und da sieht man, wie präzise hier gearbeitet wurde. Es ist wirklich on point. Ein schönes Klavierstück im Hintergrund. Was war das? Oh. Die Gitarre, oder? Fette E-Gitarre. Krass. Geil. Der Song heißt Magic Island, ne? Mhm. Das war gerade richtig Eargasm, als er es abgespielt hat. Ja. Yeah. Ich bin gespannt. Kommt er jetzt dann noch richtig wahrscheinlich, ne? Ich denke schon, weil es ist ja auch wirklich das Musikvideo. Das hat übrigens, Michael Jackson hat das damals so eingeführt, aus Musikvideos so Kurzfilme zu machen, so kurze, so 10 bis 15 Minuten Videos hat er dann immer rausgehauen. Zu MTV-Zeiten am Anfang. Das ist... Wow. Krass, Alter. Auch der Wind und so diese ganzen Ambient-Geräusche. Die Vögel ganz klar, wie sie durchs Gras gehen. Jetzt sind die auf Magic Island, oder? Vielleicht. No Signal. Genießt einfach mal die Zeit. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir aber alle noch mit ihrem Handy rumrennen. Ja. Standard. 미리 시작된 작은 섬 기억해 너와 내 별의 노래 그날 우린 별이었지 영원히 이곳은 우리의 Starlight 이곳을 잊으면 안 돼. Oh, das ist voll schön. 열국물 거품이 될까 꿈도 다 추억이 될까 표류가 돼버린 네 향해 없는 법을 잊은 듯해 회색 현실의 끝에 또 어둠이 날 부를 때 Schöne Harmonien. 기억해 우리 그날의
잊지 말아줘 영원히 이곳은 우리의 Story World 우리의 Story World. Krass. Sehr interessant, weil es sehr minimalistisch mit dem Pfeifen, viel so Chorus, Harmonie-Dinge und dann echt nur diese paar Klavierakkorde. Aber immer so irgendwas. Irgendwas zieht's immer so. Jetzt fackeln die doch hoffentlich nicht den Wald da ab. Oh doch, man sieht's schon. Oh oh. Bye bye Magic Island. Nee, ist noch da. Okay. Oh, die Streicher. Es klingt alles wirklich sehr so feenhaft. Sehr schön. Oh. Direkt die Laune. Stimmung. Ah, doch, scheiße. Ups. Oh no! Richtig Film. Oh, die Streiche. Zug auf Magic Island. Hast du diesen am Bahnhof? Man hat es schon gehört. Man hat mir so eine Bahnhofsdurchsage gehört. Oh nein, wie dramatisch. Was geht ab? Boah, aber die Musik. Ja. Oh mein Gott. Aber es hört jetzt nicht so auf, oder? Oh no. What? Was? Es hat so schön angefangen. Oh mein Gott. Ein guter Drache vielleicht?
Echt jetzt? Mist. Krass, okay. Oh. Leider konnten wir jetzt nicht lesen, was da stand. Ne? Jetzt haben wir die Story nicht so ganz. Ich hatte die Hoffnung, dass die Untertitel auch natürlich das übersetzen, was auf dem Screen steht. War leider nicht der Fall. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal gucken und irgendwo die Texte finden. Aber also vom Audiovisuellen krass, einfach Wahnsinn, mega stark. Also richtig Film, das ist ja nicht mal ein Musikvideo-Level, das ist einfach wirklich, wirklich Film. Das ist wirklich Film. Richtig krass, gerade hier so diese Stelle und wo die im Zug dann plötzlich hier so im Nichts sind und so. Das waren schon krasse Sprünge. Ich weiß jetzt nicht genau, was davon der Song war. Wahrscheinlich nur die Stelle, wo der Text mit drin war. Ja, ich glaube schon. Das war ja sehr, sehr minimalistisch gestaltet. Sehr interessant war, das jetzt wird sehr, 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 sehr technisch und sehr freaky, aber da war ein krasses Detail. Also klar, ne, wir haben hier ein Klavier, das hier ganz minimalistisch die Akkorde spielt, aber das Pfeifen, achte mal auf das Pfeifen, das hat so einen ganz besonderen Effekt mit drauf. Genau. Und zwar ist ganz weit oben quasi so, ich weiß nicht, wie die es gemacht haben könnten. Ich kann es mir gerade nicht so richtig. Es klingt halt, man hat die ganze Zeit so ein Grundrauschen drauf, wie wenn man halt von der Schallplatte oder sowas, ich sag mal, ein älterem Abspielgerät eben Musik hört. Das haben wir hier die ganze Zeit drauf, aber wir haben auf dem Pfeifen das besonders stark nochmal. Und das Interessante ist, dass sich in diesen ganz, ganz weiten oberen Frequenzen, die eigentlich nur noch als Rauschen wahrzunehmen sind, dass die sich irgendwie so verformen, so modulieren parallel zu der gepfiffenen Melodie. Ob die da, man kann auf Signale, wie jetzt eben zum Beispiel das Pfeifen, kann man noch zusätzlich Noises drauflegen, also Geräusche, wie zum Beispiel White Noise, Pink Noise, Brown Noise. Gibt es verschiedene. Die unterscheiden sich einfach dann wieder nur. Wird dann sehr geeky in der Wellenform und so, aber es kann sein, dass sie das irgendwie extra draufgesetzt haben und da dann eben nur irgendwie so ein Filter, der wirklich nur in diesen oberen Frequenzen ist. Und das ist so ein krasses Detail. Das wird wahrscheinlich sonst nie irgendwie jemandem auffallen, aber das ist echt ein super krasses Detail. Da sieht man einfach, wie präzise die ihre Arbeit machen und wie bedacht sie das machen. Das ist wirklich unfassbar krass. Weil es ist ja mehr nicht drin in der Musikproduktion hier, gerade, also natürlich noch ein paar andere Sachen, aber sonst ist es wirklich sehr, sehr minimalistisch. Und da, dann aber, wenn man schon nur so wenig drin hat, müssen die Sachen, die so drin sind, die wenigen, die müssen dann zumindest sehr detailliert sein. Das ist halt die Überlegung und meiner Meinung nach auch eine gute und richtige, wenn man das dann richtig und falsch einordnen möchte. Sagen wir einfach mal eine gute, meiner Meinung nach. Einfach weil es schon so wenige Sachen sind, dann sollen die einfach schon so durchdacht und präzise sein wie möglich. Und das haben die hier definitiv getan. Unfassbar. Das ist wie so ein Flanger oder Phaser-Effekt drauf. Ja, ich weiß, was du meinst. Krass. Genau. Finde ich, klingt auch so ein bisschen wie so, für mich wie so ein Uhrenticken, wie so eine von einer alten Uhr. Wie so ein dumpfes. Ja, oder von einer großen Standuhr, sowas eher. Nicht eine kleine Armbanduhr, sondern so eine große, ja. Dachte ich auch direkt. So halt auch die Effekte, die Stimmen hier bekommen haben vom Reverb und Delay, auch sehr, sehr interessant, sehr präzise auch wieder, wie sich das auflöst und dann so nachhalt und gedoppelt wird und so weiter. Das ist schon echt krass detaillierte Arbeit. Das muss man ja lassen. Der ist ja auch die ganze Zeit immer so, zieht so nach die Stimme, ne? So eine Flüstern. Genau. Stimmt. Das, da merkt man einfach,
was für Produktionsteams da teilweise dahinter stecken. Das ist wirklich, oder vielleicht die Jungs selber da einfach so krass ein Ohr für haben oder so einen Wert drauf legen. Und das finde ich halt mega stark. Das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen das Entertainment, also Big Hit, weil die BTS-Sachen sind ja genauso. Ja, stimmt, das ist auch immer so fett und so filmisch und so Detail. Super detailverliebt und sehr präzise, also wirklich Eargasm pur. Also das war jetzt aber auch der ganze Film mit allen Sequenzen, mit dem kompletten tontechnischen, mit dem Scoring. Ey, da waren teilweise Streicherstücke drin. Also ich war mir da sehr sicher, dass sie die auf jeden Fall auch live aufgenommen haben, weil das wirklich so Sequenzen sind, die da die Streicher gespielt haben. Das kann nicht aus einer Sample Library sein. Die müssen das eingespielt haben. Nicht alles. Ich glaube nicht alle Parts. Da waren auch manche Sachen, die kriegst du auch so aus dem Rechner mittlerweile heutzutage raus. Aber da waren so manche Stellen, wo ich mir echt sicher bin, dass sie das auf jeden Fall extra dafür gescored. Das wollte ich dich auch noch fragen, ob du meinst, sie haben für manche Parts da gerade die Streicher extra Instrumentalisten reingeholt oder wirklich nur aus dem Computer? Oder vielleicht sogar wirklich dann vielleicht, ja, ob es jetzt ein Quartett war, ein Streicherquartett oder vielleicht sogar ein kleines Orchester-Setup vielleicht sogar zusammengetrommelt haben. Da waren auf jeden Fall einige Streicher drin, die definitiv live waren. Also bin ich mir sehr, sehr sicher. Und auch sehr, 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 sehr gut eingespielt. Also wow, einfach nur fetten Respekt für diesen Kurzfilm, war eben so gedroppt. Richtig krass. Gibt es dann noch so ein kurz zusammengefasstes Video vielleicht? Vielleicht. Also bisher ist wirklich das einfach, wie es da steht, das offizielle Musikvideo. Krass. Wahnsinn. Sehr, sehr stark. So. Ich würde sagen, es ist... Ich mache mein Wow-Gesicht, weil es ist wirklich wow. So, die Zeit ist auch schon rum, wir sehen das immer nicht. Nee. Und hören es leider auch nicht mehr. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und schaut doch gerne bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, Instagram und so weiter. Alles unten verlinkt. Wir haben letzten Sonntag bei ihr eine schöne Fun-Reaction auf Mamamoo gemacht. Das Video war unfassbar lustig. Das war richtig, richtig lustig. Und ich habe es schon gesagt, ich bin da echt ein bisschen neidisch, dass es nicht auf meinem Kanal gekommen ist. Wir machen bei dir auch eine. Ja, und bestimmt auch in Zukunft für TXT, dass wenn da mal so eine Compilation dann wieder kommt. Ja, wir sind da ja auch immer offen und gucken und ihr schickt uns da auch mal fleißig die Sachen und wir präferieren keine Gruppe. Wir finden immer welche besonders gut gerade und so, ne, weil wir die gerade dann vielleicht ein bisschen mehr intensiv genießen, aber das heißt nicht, dass wir andere dann blöder oder langweiliger oder sonst irgendwas finden. Oder nicht mehr angucken würden. Ja. Gar nicht. Ja, weil das ist sowieso, ich habe die Artists und Gruppen, die wir abchecken und bisher abgecheckt haben, auch wenn es mal nur ein Video war nie eine dabei, die so richtig schlecht war. Oder? Also ich kann mich nicht erinnern zumindest. Wo ich den Eindruck hatte, okay, das ist Musik, mit der werde ich niemals was in meinem Leben anfangen können. Also ich versuche gerade zu überlegen, ob mir was einfällt, aber mir fällt nichts ein. Mir fällt gerade echt nichts ein. So gut. Nee. Ja. Okay, danke. Tschüss.